Hallo allerseits, heute auf dem Spur 1 Treffen beim Reinhold Brenner im Münchner Osten. Mal ein Härtetest mit der Rocket und 5 Personenwagen von Märklin, 75 cm mal lang. Mal schauen, ob es wirklich funktioniert. Ich glaube es zwar nicht, aber probieren können wir es trotzdem mal. Ja, Wahnsinn. Sie schafft es tatsächlich. Im weiteren Verlauf dieses Videos vom Fahrstammtisch am 11. Mai 2018 gibt es dann noch ein paar große Spur 1 Loks zum Sehen. Und zwar 2 Dampfloks der Baureihen 05 und 98.0 sowie eine große Diesellok V188 und eine moderne E-Lok der Baureihe 185. Und ganz zum Schluss gibt es noch ein Schmankerl. Da gibt es einen Oldtimer, ein echtes Auto, 50 Jahre alt, das hier auf dem Hof unterwegs war. Obwohl die Rocket von Böhm Sterling Technik nur 900 Gramm wiegt, sieht sie hier 5 Personenwagen von Märklin, jeweils 75 cm lang. Zwar langsam, aber doch. Und jetzt eine Begegnung der Kreuzspinne vom Bockholz. Wenn man bedenkt, dass diese Stirling-Motorlok nur einen ganz winzigen Tank hat, mit Brenner, mit gerade mal 5 Milliliter Inhalt für Brennspiritus, dann ist es schon erstaunlich, was diese kleine Lok von Böhm Sterling Technik so ziehen kann. Ich glaube, sie hätte noch eine Runde mehr geschafft, aber wir haben es jetzt hier mal mit einer Runde belassen auf dem Fahrstammtisch, um das Gleis nicht länger zu blockieren. Kommen wir zur ersten richtig großen Lok des Abends. Das ist eine mehr als 70 cm lange und über 8 Kilo schwere V188 von Märklin. Das Vorbild ist aus dem Jahr 1939 und es ist eine dieselelektrische Doppellok-Einheit. Jetzt kommt auf der Gegenspur eine moderne E-Lok der Baureihe 185. Das Modell stammt von der Firma KISS, ist 5 Kilo schwer, 59 cm lang und hat einen Listenpreis von etwa 2.700 €. Wirklich sehr sehenswert ist übrigens auch der Bahnsteig dieser Modellbahnanlage, den Reinhold Brenner ebenfalls in der Handarbeit komplett selbst gebaut hat. Hier ist wieder die V188 von Märklin zu sehen, die übrigens 2.600 € kostet und in 7 verschiedenen Varianten gebaut wurde. Jetzt sehen wir nochmal die Baureihe 185 von KISS mit 15 Schotterwagen. Kommen wir zu einem sehr ungewöhnlichen Dampflokmodell der Firma KISS. Es handelt sich um die stromlinienverkleidete Baureihe 05003. Sie wurde 1937 im Vorbild gebaut und ist eigentlich komplett verkehrt rum aufgebaut. Sie hat nämlich den Führerstand ganz vorne und ist umgedreht als Dampflok und hat eben hinten die Rauchkammer und dahinter dann den Tender. Das Modell ist 84 cm lang, wiegt 8,5 Kilo und wurde in einer ganz kleinen Serie der Firma KISS gebaut.
und deshalb kann man sich vorstellen, dass er nicht ganz billig ist. Das Modell kostet 9.500 Euro. Zum Abschluss meiner Modelleisenbahnaufnahmen gibt es jetzt nochmal die V188 von Märklin und die Baureihe 185 von Kiss. Aber jetzt kommen wir zu dem vorhin versprochenen Schmankerl. Einer der Modelleisenbahner ist nämlich mit einem Oldtimer-Auto angereist zu diesem Stammtisch. Und hier sehen wir ihn bei seiner Abreise mit seinem Gokko Coupé TS 250, Erstzulassung März 1968, 13,6 PS, Maximalgeschwindigkeit 80 Stundenkilometer. Das Fahrzeug wurde aufwendig im Jahr 2016 komplett restauriert. Das war's für heute. Ich hoffe, mein Video hat Ihnen Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn Sie mich auf meinem YouTube-Kanal bald wieder besuchen würden.